Keely Anna Louisa Bunker wurde am 7. September 1999 in England geboren. Sie war das zweite Kind der Eltern Christopher und Deborah. Leider zerbrach die Familie und Keelys Eltern beschlossen, sich zu trennen. Dies hinderte Christopher und Deborah jedoch nicht daran, ein gutes Verhältnis zueinander zu bewahren und sich weiterhin gemeinsam um die Erziehung der Kinder zu kümmern. Dank dessen verbrachten die Kinder fast genauso viel Zeit sowohl mit dem Vater als auch mit der Mutter. Keelys Verwandte und Freunde beschrieben sie als eine freundliche und aufmerksame junge Frau, die Kinder sehr liebte. Aus diesem Grund wollte Keely eine Karriere im Bildungsbereich aufbauen. Nach dem Abschluss der Sekundarschule legte Keely eine Pause vom Studium ein und begann als Kellnerin zu arbeiten und suchte weiterhin nach einer Möglichkeit, mit Kindern tätig zu sein, obwohl sie keine einschlägige Ausbildung hatte. Im September 2019, wenige Tage nach ihrem 20. Geburtstag, erhielt Keely ein Jobangebot als Erzieherassistentin von einem örtlichen Kindergarten. Keely vereinbarte gemeinsam mit dem Leiter dieser Einrichtung ein Vorstellungsgespräch für den 19. September. Am 18. September verabredete sich Keely mit ihren Freunden. Die jungen Leute wollten zu einem Konzert gehen und Keelys Geburtstag nachfeiern, da sie dies zuvor nicht hatten tun können. Zu diesen Freunden gehörten Monique, Keelys beste Freundin, und Wesley, ein Freund, mit dem sie aufgewachsen waren. Letztendlich konnte Wesley nicht zum Konzert gehen, weil er zu spät kam. Die jungen Leute verabredeten sich nach dem Konzert zu treffen, und zwar um 22 Uhr. Sie trafen sich vor der Konzerthalle und gingen in einen örtlichen Club. Die im Clubgebäude installierte Überwachungskamera hielt den Moment fest, in dem die jungen Leute den Club betraten. Dies waren nicht die einzigen Aufnahmen, auf denen die jungen Leute an diesem Abend zu sehen waren. Später stellten die Jugendlichen Videos in den sozialen Netzwerken ein, auf denen man Keely und Wesley beim Tanzen beobachten kann. Offenbar wurden diese Videos mit einem der Handys der jungen Leute aufgenommen. Außerdem hielt eine andere Überwachungskamera den Moment fest, in dem Keely etwas an einem Verkaufsautomaten kaufte. Mehrere Zeugen, die ebenfalls in diesem Club anwesend waren, berichteten, dass Keely und ihre Freunde während der gesamten Zeit, die sie im Club verbrachten, viel getrunken hätten. Den vorliegenden Informationen zufolge verließen die jungen Leute den Club am 19. September um 3 Uhr morgens. Sie riefen ein Taxi und fuhren zu Moniques Haus. Dort baten sie den Taxifahrer, sie aussteigen zu lassen. Als sie ankamen, war es bereits gegen 3:30 Uhr. Dann gingen die jungen Leute in Moniques Wohnung. Dort fragte Monique Keely, ob sie nicht bei ihr übernachten wolle, da sie viel getrunken hätten und es unsicher sei, jetzt noch loszugehen. Darauf antwortete Keely, dass sie nach Hause gehen werde, da sie ein Vorstellungsgespräch habe und etwas schlafen und sich zurechtmachen müsse. Sie fügte hinzu, dass sie gemeinsam mit Wesley gehen würde, da er nicht weit von ihrem Zuhause wohnte und dass sie sich in seiner Begleitung sicher fühlte. Keely und Wesley kannten sich seit über 15 Jahren. Die jungen Leute waren seit dem Kindergarten befreundet und zusammen aufgewachsen. Keely vertraute Wesley vollkommen. Bald zog sich Keely um und tauschte das knallige orangefarbene Kleid, das sie in der Disco getragen hatte, gegen bequeme Kleidung. Dann verließen die jungen Leute die Wohnung und machten sich auf den Heimweg. Keely und Monique vereinbarten, sich am Morgen anzurufen und zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Monique noch nicht, dass sie Keely zum letzten Mal lebend sehen würde. Einige Stunden später beschloss Monique, Keely anzurufen, um sich zu vergewissern, dass sie aufgewacht war und sich auf ein für sie sehr wichtiges Vorstellungsgespräch vorbereitet hatte. Monique wusste, dass Keely von diesem Job geträumt hatte und wollte nicht, dass sie verschlief. Letztendlich konnte Monique Keely nicht erreichen, da ihr Handy ausgeschaltet war. Das kam ihr sehr seltsam vor, denn Keely hatte ihr Handy immer bei sich und achtete darauf, dass es aufgeladen war. Monique dachte, dass Keely es vielleicht nicht bis nach Hause geschafft hatte und bei Wesley übernachtet hatte. Monique schrieb dem jungen Mann eine Nachricht, aber er antwortete nicht darauf. Sie machte sich immer mehr Sorgen, nun schon um beide Freunde. Sie beschloss, Wesley anzurufen. Sein Handy war eingeschaltet und er nahm ab. Monique fragte den jungen Mann nach Keelys Aufenthaltsort. Daraufhin erzählte er ihr eine ziemlich seltsame Geschichte. Wesley erzählte Monique, dass ihm, als sie mit Keely auf dem Weg zu ihrem Haus waren, aufgrund des vielen Alkohols, den er getrunken hatte, plötzlich schlecht wurde.
Schließlich wurde ihm übel und er merkte, dass er nicht mehr weitergehen konnte. Laut Wesley hielten sie an einer Telefonzelle, ein paar Blocks von Keelys Haus entfernt. Genau dort sagte Wesley zu Keely, dass sie sich trennen und getrennt nach Hause gehen müssten. Nach den Worten des jungen Mannes stimmte Keely zu, da sie schon ganz in der Nähe ihres Hauses war und nicht glaubte, dass ihr etwas passieren könnte. Nachdem sie diese Geschichte gehört hatte, war Monique furchtbar wütend auf Wesley. Bald darauf beschloss Monique, bei Keely zu Hause anzurufen, um von ihrer Mutter zu erfahren, ob Keely nach Hause gekommen war. Monique sprach mit Keelys Mutter und Stiefvater, doch diese sagten, dass Keely nicht zurückgekommen sei. Keelys Mutter vermutete, dass sie vielleicht im Haus ihres Vaters sei. Sie wollten ihn nicht beunruhigen, da er gesundheitliche Probleme hatte. Sie beschlossen einfach, noch etwas zu warten. Es näherte sich Mittag, doch Keely tauchte nicht auf. Letztendlich verpasste sie ihr Vorstellungsgespräch. Als zweite Kontaktnummer hatte Keely in ihrem Lebenslauf die Nummer ihres Vaters angegeben und genau dort ging der Anruf vom Kindergarten ein, dem potenziellen Arbeitsplatz von Keely. Die Mitarbeiter des Kindergartens riefen Keelys Vater an, um zu erfahren, warum seine Tochter nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen war. Auch Keelys Vater wusste nicht, wo sie sich aufhielt. Er vermutete, dass seine Tochter krank geworden sein könnte und rief seine Ex-Frau und anschließend die beste Freundin seiner Tochter Monique an. Monique erzählte Keelys Vater alles, was sie zu diesem Zeitpunkt selbst wusste. Daraufhin rief Keelys Vater Wesley an, um ihn genauer zu befragen. Wesley wiederholte, was Monique bereits erzählt hatte. Keelys Eltern und Freunden blieb nichts anderes übrig, als sich an die Polizei zu wenden und sie als vermisst zu melden. Die Vermisstenanzeige wurde um 17 Uhr desselben Tages aufgegeben, woraufhin Verwandte und Freunde die Suche nach Keely auf eigene Faust fortsetzten und eine kleine Suchgruppe organisierten. Auch Wesley schloss sich der Gruppe an, um zu versuchen, zumindest Anhaltspunkte zu finden. Die Suche konzentrierte sich hauptsächlich auf das Viertel, in dem Keely und Wesley wohnten, genau dort, wo Wesley sie zuletzt lebend gesehen hatte. Die Suchgruppe durchsuchte auch einen kleinen Wald und mehrere Parkanlagen in der Nähe des Wohnortes der jungen Leute, doch es wurden keinerlei Spuren oder Anhaltspunkte gefunden. Später stellte sich heraus, dass am Morgen desselben Tages im Park Wigginton Passanten eine Handtasche gefunden hatten, doch der Fund wurde erst am Abend gemeldet. Wie sich herausstellte, gehörte diese Tasche Keely. Darin wurden ein orangefarbenes Kleid, ein Personalausweis und ein Handy gefunden, das ausgeschaltet war. Dank dieses Fundes konzentrierte sich die Suche genau auf diesen Park. Zu diesem Zeitpunkt beschloss die Polizei, Wesley erneut zu befragen. Der junge Mann war gesprächig. Er willigte ein, in den Streifenwagen zu steigen und den Polizisten die Route zu zeigen, auf der sie in jener Nacht nach Hause gegangen waren. Während Wesley bei den Polizisten war, setzten Keelys Verwandte die Suche fort. Sie durchkämmten den Park gründlich und suchten die Umgebung ab. Bis gegen 21 Uhr machte Keelys Onkel eine schreckliche Entdeckung. Der Mann sah eine Leiche, die in einem Bach unter einem Haufen Äste lag. Als er näher kam, erkannte er, dass es sich um seine Nichte handelte. Der Mann schrie so laut er konnte, und bald eilten die anderen Suchenden herbei. Der Anblick war zu schmerzhaft. Die am Fundort eintreffenden Polizeibeamten sperrten das Gelände ab und begannen mit der Arbeit. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Todesursache Ersticken war. Darauf deuten Blutergüsse und Prellungen im Halsbereich hin. Einen Teil dieser Verletzungen hatte sich das Opfer selbst zugefügt, als es versuchte, die Hände des Angreifers von dem Hals zu entfernen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass sexuelle Handlungen an dem Opfer vorgenommen worden waren. Aus diesem Grund wurden DNA-Proben vom Leichnam entnommen, die bald ins Labor gebracht wurden. Während all dies geschah, wurde Wesley auf der Polizeiwache verhört. Zu diesem Zeitpunkt galt der junge Mann als einziger Verdächtiger, da er der Letzte war, der Keely lebend gesehen hatte. Die Beamten mussten in kurzer Zeit einen wichtigen Beweis und ein Geständnis des jungen Mannes erhalten, andernfalls hätten sie ihn freilassen müssen. Nach dem Verhör versuchten sie immer wieder, ihn zu verwirren, doch der junge Mann blieb bei seiner ursprünglichen Version. Nach dieser Version hatten sie sich gemeinsam am Skelettpark getrennt, der 2 Blocks von ihrem Haus entfernt lag, und zwar um 4 Uhr morgens. Bald darauf erhielten die Polizisten die benötigten Hinweise, die es ihnen ermöglichten, Wesley in Gewahrsam zu halten.
Es handelte sich um Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, die am Eingang des Parks installiert war, in dem Keelys Leiche gefunden wurde. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen war zu sehen, dass Wesley in jener Nacht, als Keely verschwand, nicht allein in diesem Park gewesen war. Um 4:20 Uhr morgens filmte die Kamera Wesley und Keely, als sie den Park betraten. Diese Videoaufnahmen deuteten darauf hin, dass Wesley um 4 Uhr morgens nicht weggegangen sein konnte und dass der junge Mann am Tatort gewesen war. Wesley erfuhr von den Videoaufnahmen, die der Polizei vorlagen, und schwieg. Später tauchten bei der Polizei viele weitere Beweise auf, die darauf hindeuteten, dass Wesley dieses brutale Verbrechen begangen hatte. Im Park wurde eine Bankkarte gefunden, die dem jungen Mann gehörte. Nach Angaben der Polizei hatte er sie in dem Moment fallen lassen, als er das Verbrechen beging. Später meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, die behaupteten, sie hätten den jungen Mann gegen 10 Uhr morgens im Park gesehen. Den Zeugen zufolge schlenderte er ziellos durch den Park, wirkte seltsam und verstört. Während die Polizei ihre Ermittlungen durchführte, organisierten Keelys Familie und Freunde eine Zusammenkunft, um sich von ihr zu verabschieden. Sie versammelten sich in einem Park unweit der Stelle, an der ihre Leiche gefunden worden war. Dort hinterließen sie Fotos, Blumen und rosa Bänder, Keelys Lieblingsfarbe. Die Tage vergingen und Wesley blieb weiterhin in Gewahrsam und war der einzige Verdächtige. Wesley präsentierte eine neue Version der Ereignisse, die er den Polizisten schildern wollte. Der junge Mann bestritt nicht, dass sie tatsächlich im Park gewesen waren. Seinen Worten zufolge hatten sie beschlossen, hineinzugehen und ein wenig spazieren zu gehen. Bevor sie nach Hause gingen, hatten sie viel getrunken und wollten in diesem Zustand nicht nach Hause gehen und sich ihren Eltern zeigen. Um den Kopf frei zu bekommen, fingen die jungen Leute an, herumzulaufen und sich gegenseitig zu schubsen sowie mit Blättern und kleinen Steinen zu bewerfen. In einem bestimmten Moment beschloss Wesley, auf Keelys Rücken zu springen, damit sie ihn ein Stückchen trug. Der junge Mann sagte, er habe die Kraft falsch eingeschätzt, mit der er auf die junge Frau springen wollte. Als er sich auf Keely stürzte, fiel und rollte einen Abhang im Park hinunter. Laut Wesley war er sehr erschrocken, aber als er begriff, was passiert war, seine Freundin lag bereits am Boden, geriet er in Panik und beschloss, ihre Leiche dort liegen zu lassen. Außerdem merkte er an, dass er sich schuldig fühle. Später sagte er habe Keely sehr geliebt und es tue ihm weh, dass er ihr, wenn auch unbeabsichtigt, das Leben genommen habe. Wesleys Aussagen stimmten nicht mit dem Bild überein, das die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben. Darüber hinaus hatte die Polizei Wesley zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt, dass sie die Ergebnisse des DNA-Tests erhalten hatte. Die Ergebnisse des DNA-Tests zeigten, dass die von Keelys Leiche entnommenen Proben vollständig mit der DNA des jungen Mannes übereinstimmten. Dies bestätigte, dass Wesley sexuelle Gewalt an ihr ausgeübt hatte. Bei der dritten Befragung wurden dem jungen Mann die Ergebnisse des DNA-Tests mitgeteilt. Wesley änderte erneut seine Darstellung der Ereignisse. Er sagte, dass er tatsächlich Sex mit Keely gehabt habe, dieser jedoch einvernehmlich gewesen sei. Später präzisierte er, dass er ihr im Rahmen eines sexuellen Spiels die Hand auf den Hals gelegt habe. In diesem Moment habe er nicht begriffen, dass er ihr Schmerzen zufügte und habe sie schließlich erwürgt. Er sei schockiert über das Geschehene gewesen und habe beschlossen, die Leiche zu verstecken. Doch wie im Fall seiner vorherigen Aussage glaubte die Polizei dem jungen Mann nicht. Bald nahm der Fall eine neue Wendung. Einige Monate nach Wesleys Festnahme wandten sich junge Frauen an die Polizei, die behaupteten, zuvor von Wesley missbraucht worden zu sein. Aufgrund dieser Anzeigen wurde Wesley wegen 3 Fällen von Missbrauch angeklagt. Einer davon ereignete sich im Jahr 2015, ein weiterer im Jahr 2017 und der dritte im Jahr 2019. All diese Fälle ergänzten die laufenden Anklagen wegen Mordes 1. Grades gegen ihn. Der Prozess begann im Juli 2020 und dauerte 3 Wochen. Die Frauen, die Anzeige gegen Wesley erstattet hatten, sagten, sie hätten sich zuvor nicht getraut, dies zu tun. Sie fassten jedoch gemeinsam Mut, als sie erfuhren, dass er einer Frau das Leben genommen hatte und dachten, es sei besser, über alles zu berichten, was er getan hatte. Im Verlauf des Prozesses legte die Anklage ihre Version der Ereignisse dar. Ihrer Meinung nach geschah am frühen Morgen Folgendes. Als die jungen Leute zu Keelys Haus gingen, beschlossen sie, in den Park zu gehen. Möglicherweise, weil sie viel getrunken hatten
und in diesem Zustand nicht nach Hause zurückkehren wollten. Dort schlug Wesley vor, Sex zu haben, doch sie lehnte dies ab. Das war offensichtlich, denn Keely liebte Wesley als Freund, fast wie einen Bruder. Sie kannte ihn seit frühester Kindheit und sah in ihm niemanden anderen. Das verärgerte Wesley. Daraufhin griff er sie gewaltsam an und nahm ihr das Leben. Danach beschloss der junge Mann, die Leiche an den Ort zu bringen, an dem sie später gefunden wurde. Er nahm die Handtasche des Opfers, schaltete das Mobiltelefon aus und ließ die Handtasche an Ort und Stelle liegen, da er wusste, dass er seine Bankkarte zurückgelassen hatte und dass er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden war. Dann kehrte der junge Mann zum Tatort zurück. Es geschah am Morgen, als er in der Nähe der Stelle herumlungerte, an der er Keelys Leiche zurückgelassen hatte. Genau in diesem Moment erhielt der junge Mann einen Anruf von Monique, die nach Keely suchte. Genau in diesem Moment wurde ihm klar, dass alle von Keelys Verschwinden wussten. Dann eilte er nach Hause. Die Verteidigung von Wesley versuchte, ihren Mandanten als einen sozial benachteiligten jungen Mann darzustellen, dem es mit 20 Jahren schwer fiel, neue Freunde zu finden. Er hatte keine Ziele im Leben und verstand wenig von menschlichen Emotionen. Die Anwälte behaupteten, dass alle Fälle von Gewalt, derer ihr Mandant beschuldigt wurde, keine Gewalt darstellten, einschließlich der letzten Tat. Ihrer Aussage nach war das Würgen Teil eines Spiels, bei dem ihr Mandant nicht erkennen konnte, dass die Geräusche, die Keely von sich gab, nicht mit Lust zu tun hatten. Sie behaupteten, Wesley habe die Gesten von Keely nicht deuten können, weil er nicht innegehalten habe. In diesem Zusammenhang beantragten die Anwälte, Wesley wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen. Die Geschworenen berieten sich mehrere Stunden und erklärten Wesley schließlich in allen Anklagepunkten für schuldig. Im August desselben Jahres wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung nach 30 Jahren Haft. Da er den Mord im Alter von 20 Jahren begangen hatte, wird er nach 50 Jahren zum ersten Mal die Möglichkeit haben, einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu stellen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.